Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen beim neuen React auf Pizza TV. Heute gucken wir, vorgeschlagen von Kev909, hoppity hopp. die 10 Most Insane Police Chases. Oder jetzt wird weggerammt, was das Zeug hält. Krasser als in GTA. Ihr könnt alle pausieren, also viel Spaß. Könnte die Bundesautobahn sein in Thüringen. Hä? Ich hab's auch direkt überlegt zu machen. Ich hab's auch direkt überlegt zu machen, aber ich hab's nicht. Meine Finger sind bei mir. Ich weiß nicht. Ich habe nicht gestoppt. Ich habe gestoppt. Ja, aber ich geredet hab, Police Chases. Was? Alter. Boah, so viel Power darf einfach nicht. Dürfen nicht so viele Leute haben. Nur einer. Einer ist schon zu viel fast hier. Ja, okay. On the internet. Fangen wir nochmal an. These are like, and try not to run away from the cops, or else you'll end up like number 10. Okay, ach so. Okay, so what really sets his first chase off for most is the fact that not only are the cops chasing down a literal school bus, but its driver is actually a student at the very school from which the bus was stolen from. Airing on A&E's Live PD, this juvenile driver was barely old enough to be behind the wheel, let alone handling a 26-passenger bus. Die halten aber auch aus. Ich werde, wir kommen am Ende rum, der hat zu viel GTA gespielt. This young driver decided to swerve all over the road, at one point even heading into oncoming traffic. However, rather than colliding with the traffic... Da frag ich mich, warum schießt nicht einfach einer... Ja, weil du dann einen Unfall verursachen würdest und der sich überschlagen könnte guck mal, der und dabei fährt stirbt. Ja, okay, aber der könnte jetzt auch in die Gegenfahrbahn fahren und irgendwelche Leute umreißen. Dann bist du selber schuld. Ja, aber ich glaube, die Polizisten wollen jetzt das auch kein Kind umbringen. Genau, ja, okay, aber das ist doch... Die wollen dich ja nicht direkt töten. Schießt du nur einfach. Einfach so Nein, wie Bram das auch gemacht hat. Daneben fahren, einfach wegballern. Ich rede auf Erschießen der Reifen. Ja, aber bei so ja, aber Bus, dann überschlägt sich die Karre. Und überschlagen. wenn halt jemand ist, der keinen Führerschein hat, weiß der ja noch weniger, wie der damit umzugehen hat. Achso, der denkt immer, der drückt die Bremse, aber drückt das Gaspedal aus Versehen, oder was? Also, wenn dir ein Reifen platzt, möchte ich sehen, was passiert, Jay. Ganz ehrlich. Bremsen oder nicht? Was sagst vor du? allem bei einem Auto ist das was anderes wie bei einem Bus. Ne? Das ist halt ein bisschen mehr als nur flach auf der Straße. Der kippt halt. Vor allen Dingen muss ja nicht sein, dass der sich überschlägt. Das kann ja auch sein, dass der einfach weiterfährt und die Karre sich dann ganz anders verhält. Also sie haben sich ja scheinbar auch gut entschieden, denn der Junge ist nicht tot, tippe ich jetzt mal, und ist wahrscheinlich auch sonst niemand gestorben. Und wenn sie dem jetzt die Reifen erschossen hätten, hätte der Junge sterben können. Also von daher war es ja eine gute Entscheidung. Die haben die Reifen erschossen. Na gut, okay. Die Schweine. Ich würde die Reifen abschießen. On the other side, ja, Jay habe ich zum Glück das Gefühl, der wird niemals Macht kriegen. Alter, wie krass die da einfach auf die Straßenblockaden basteln. Yeah, thankfully nobody was seriously injured in this crash, and the kid was apprehended by police shortly afterwards. If this kid ever wanted to steal a car again, let's just hope he looks for a game like GTA for his thrills rather than actually doing it in real life. But anyways, on to number 9. As far as police chases go, it's not uncommon to see a biker who isn't really keen on following speed limits enforced on highways. For this driver though, he wanted to do a little more than go fast as he evaded police custody, and rather than keeping... Warum haben eigentlich Motorradfahrer einen Helm? Also, das habe ich schon öfter gefragt, oder? Kurze Hose und Helm an, das ist für mich immer so ein Ding. Ja, du denkst ja nicht mit deinen Füßen. Ja, genau, die Beine kannst du verlieren, dein Kopf nicht. Ja, vor allem, wenn du halt von einem Helikopter gejagt wirst und der Polizei und allem, da hätte ich doch dann wenigstens eine Kombo an, oder? Also du schabst dir auf jeden Fall schön die Haut ab, wenn du dich auf die Fresse legst, glaube ich. Außerdem Anonymität. So erkennt dich der Polizist nicht, wenn du abgehauen bist, ne? Was, deine Beine können sie nicht nachverfolgen, aber dein Gesicht schon. Das ist richtig. Sag mal, ist CNN eigentlich, was CNN der Lügenpressensender? Der ist Fox. Fox ist ja, okay. Er schreibt, Biker teases police during high-speed chase. Suspect seriously can't believe officer tried to kick him off motorcycle. Ich habe erst tasered gelesen. Ja. Das wäre auch interessant. Tasern wäre aber auch, da können wir so Drive-by-Tasern. Das sind auch manchmal in den USA so Live-Videos direkt, ne? Die Polizei spielt das doch direkt dann auch zu. Dann kannst du das dann live angucken. Das ist voll geil. Es gibt sogar, ja genau, es gibt sogar eigene Sendungen dafür. Also, habe ich auch gerne geguckt immer. Keeping his eyes on the road and attempting to truly escape the cops, he kinda wanted to show off a little. High-speed chase
but when he put his feet on the seat, that was more than some could Jetzt schießen auf den Reifen. Look at Alter, this man, guy, feet look at on the this seat. guy, look at this, look at this. He is totally... I mean, I guess if he's going to jail anyway, he might as well make it a ride worth talking about once he gets put behind Come on, bars. Christian. Crazy part is, the culprit in question actually thought it was strange that the police tried to kick him off his bike during his joyride. Regardless of if he agreed with it or not, the guy was inevitably caught and promptly paid the price for his reckless antics. Old Philip Resendez was arrested for felony evading and driving the wrong way. What do you mean you didn't endanger anybody? You were standing on your bike going... Alter, was ist das? Sowas gibt's? Die dürfen einfach einen Festgenommenen interviewen? Ja, klar. Ey, vielleicht outet er sich Und die direkt, das ist ja presst da mega smart. Die presst Der ihre will- Backe da an das Fenster? Ja, du musst den ja auch verstehen. Also, Ja. das ist halt investigativer Journalismus. Also, Alter. Die werden dann denn direkt das zu Geständnis Helden direkt hochstilisiert, diese rausholt? Leute, die sowas machen. Die werden direkt, da kriegen ihre Medienpräsenz. Wie will heißt er der auch Typ, haben. der das in Deutschland machen würde? Wie heißt der? Paul Ronsheimer oder Rotzheimer oder sowas, oder? Den kenn ich nicht. Das ist doch der Typ, der immer von der Bild immer so richtig krass unterwegs ist. Ach, das ist der in der Ukraine auch tatsächlich immer direkt berichtet ja, hat. und bei allen möglichen anderen Shit. In der Ukraine war das, glaube ich, sogar ganz cool. Ich glaube, da hat er sogar einen Preis für bekommen. Aber von dem anderen Shit Antonia weiß ich Rados, nichts. liebe Freunde. Das ist immer noch Tonia das A. Rados war auch immer eine Legende, ja, das Ja, stimmt. klar. Aber hier ist Crystal Cruz, die hart dabei ist. Und das wollte er ja auch haben. Also, 100 miles per hour. At the end of the day, nobody was hurt, and the guy apologized to his 2 daughters before being booked for his crimes. Well, he did what Was? Die gehen in Ruhe Töchter. tanken. Alter. 2 Töchter, so eine America, Scheiße. Papa ist jetzt mal im Knast. Tschüss. Beschreibe America in einem Bild. Aber 15 Minuten Fame, dafür machen viele viel. Ja, der macht jetzt seinen eigenen YouTube-Channel auf, glaube ich. Aus dem Knast. walk away with a one-of-a-kind story to tell, I doubt it was worth the time spent in jail. Number 8. Imagine you're out on a family road trip, you know, RVing across the country. You stop at a place to rest and relax when some crazy lady hops in your RV and, It was a demolition derby. Boah, Alter. My gosh, look at this. This is A chunk of the RV was ripped away. To make matters worse here, the lady brought her 2 dogs in the Die haben vehicle with bestimmt her da while she Crack went for a gemacht. dangerous Oh mein Gott. joyride, and it gets really scary when one of the dogs does this. Her dog. There's Fido out there. On the He's front staring of out of the front gaping the, hole. Even the dog can't believe it. He's had enough. Ich glaub, der will- Und was, der ist Oh my runtergesprungen? God! I mean, thankfully the pup limps away, but if this woman wasn't already in enough trouble with the police, considering her dog jumped out like that, I'm sure she's catching flack from PETA as well. She goes on to ram into other vehicles, leaving a trail of destruction before one crash makes her chase come to a screeching halt. The only serious injury was to the pup that jumped from the car, who then had to wear a pair of casts on its front and back legs until making a recovery. If this lady is ever allowed to drive away again, I just hope that she decides to keep the police far away from Ja, any das ist wie bei action. Breaking Bad, wenn Number die 7. abhauen vor If mit you were ever ihrem trying to- Trailer. Das ist ja, weiß ich nicht. Aber da war schon ordentlich. Also, die hat schon Speed drauf gehabt. Ohne also, Scheiße, ey. Das war Die übel. Autos so auseinandernehmen. Aber dann der Hund da vorne drauf, der hat einfach auch keinen Bock mehr auf den Shit gehabt. Ich Ja, denke auch, ohne der wird Scheiß. sehr stark Angst haben. Glaube ich auch. Der wollte einfach nur da weg. Armer Hund, ey. Ich hoffe, die wird dann auch direkt wegen Tiermissbrauch oder so verurteilt. Okay, was hatten wir jetzt? Nummer 6? 7? Outpace and escape the police, I'd imagine some of us would do just about anything to get away. Whether that be driving along the same highway at high speeds for hours on end, or even doing something as insane as boarding a moving train. Warte mal, Boarding? We are following this. Now, Ach so. Er kann einfach mitfahren. Ja, ich dachte, der springt jetzt dann auf dem Auto. Ja, was hat der? Hat der da Toilettenpapier mitgenommen oder was? Er ist ein T-Shirt wahrscheinlich. Aber hinten war noch jemand drin. Ja, Papier deswegen. geklaut. Der krasseste Dieb aller Zeiten. Zur Corona-Zeit war das heiß begehrt. Ja, genau, in West Charlotte gab es da vielleicht nicht mehr ganz so viel von. Yeah, at the end of the day, you've got to commend this guy's resolve in not getting caught. I mean, really, who here can honestly say that they would chase down a moving train just to board it in an attempt to evade the cops? Like, the man just sneaks Es aboard ist the scrap super train dumm. and rides it for a while Ja, before das ist ditching wirklich it. dieses Mal, ne? Der Aber der bremst nächste- doch irgendwann, spätestens an irgendeinem Bahnhof und dann kriegt Also- die Ja, aber der Meldung. hofft, dass die den nicht gesehen haben und der ist sneaky abgehauen. Ja, Aber der Hubschrauber und über den ihm. Hubschrauber, den sieht man natürlich nicht, nee. Verstehe ich auch nicht so ganz. To take off on foot. Aber da kann man immerhin nicht die Reifen kaputt schießen vom Zug.
very close there. You almost wonder if he's going to try to jump onto the train right there. While the other two folks in the back of his car had already been apprehended by this point, this guy just kept on running until he was inevitably caught by police later that day. Well, obviously, none of us can condone his actions. I'm sure we can all respect the effort put in by this guy trying to escape. The man literally jumped onto a moving train. Ja, aber der Zug fährt jetzt keine 200. If there's one thing we've all done while playing the Grand Theft Auto series, it's easily spinning out and crashing during a police chase. Naturally, the main vehicles following you are, of course, police cruisers, and while some of us just grab another pedestrian's car, the rest of us run straight for a cop car instead. What? So, when this guy totaled the first vehicle he stole, the next closest car just so happened to be that of the very officers who were meant to apprehend him. Cookies in general. Wie? Ja, wahrscheinlich waren die unterwegs hinter ihm. Lassen die denn den Schlüssel stecken? Chief Wiggum's car, ey. Somehow he manages to evade the cops and even take off with one of their cruisers, and that's not even the worst of it. The woman who was on her hands and knees, both leaving their car. And there's another officer that's just clueless. He doesn't even know. He doesn't know. Oh, this is... Der dachte, das wäre sein Kumpel. I mean, you can't really blame the officer who keeps on going here. Like, how in the world would you ever expect that your peers would let a suspect get away and with one of their own vehicles? Well, I say get away, but the chase only continued on for like another 20 minutes before the crook was arrested. Okay. So, while his maneuvers were pretty tactical, they didn't exactly pay off in the end. Number 5. Aber der hat A nicht mal Blaulicht angemacht, das finde ich schon schwach, ja, aber vielleicht muss muss auch er nicht wissen, geht. welcher von den ganzen Knöpfen das ist. Ja. Ne? Also. Ja, du drückst einfach alle. Also, ich meine, was soll passieren? Auto wirft die Reifen ab. Ja. Und ansonsten fand ich das eigentlich gar nicht schlecht. Aber irgendwie, da fehlt mir noch die Geschwindigkeit. Und das kommt jetzt. Wir sind erst bei 5. 5 von 10 auf der Bewertungsskala. Weil das hier auch den Schlüssel stecken lassen, ist halt irgendwie nicht so smart. Ist aber schon sehr lustig, wenn die Cops so blöd sind und die wirklich lustig. da alleine lassen. Ja. Wer weiß, was die da drin haben, auch an Knarren oder sowas. Das kann ja auch nichts, sein, wenn einfach 10 Leute mit einer Knarre vor dir stehen. Ich glaube, das kommt drauf an, ob das irgendwie so ein GTA schon. Je nachdem, was das für ein Polizist ist oder so. The typical sign car is moving rapidly at high speeds, while occasionally causing a bit of havoc. It didn't exactly pay off in the end. Ich hatte einen kleinen Number Hänger. 5. The typical signs of a police chase are cars moving rapidly at high speeds, while occasionally causing a bit of havoc and even some destruction while trying to evade custody. For this chase, though, we're veering off on a different path. Rather than stepping down on the gas as hard as he could, this driver opted to do the exact opposite. Chase, but this one may be the slowest ever. Moment, Warum fahren die denn genauso langsam? Ja, weil die hinteren Autos wahrscheinlich warnen, dass die dem nicht drauf You ever hear fahren. the song Slow Ride? It kinda does indicate to take it easy, but this takes the lyric to a whole new level. This driver even cultivates a crowd waving to those behind the road, acting as if it was his like own parkway parade. And while this guy lives it up, he's got those police trailing at a similar speed until eventually the driver decides to kick it into high gear. And went the wrong way down an access road to get back on the interstate. Then enough is enough. Das ist der Tacklewagen. Da kommen die Autos. Rammed the back of the suspect's car, causing it to slam into the concrete median. After he's detained by police, it was revealed that the car was chock full of methamphetamine and that the driver was, of course, under the influence. Der hat auf jeden Fall eine Faust abbekommen, so wie der aussieht. And that probably explains why he eventually tried to make a break for it. Number 4, chock full of methamphetamine and that the driver is detained by police. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ja, aber guck 7, mal, 8 das ist halt der SWAT-Einsatzwagen, das ist halt 4 Sterne, ne? Das ist wirklich wie bei GTA. 4 Sterne. Das ist schon wieder schwierig in der USA. Der Typ sieht jetzt nicht gerade allzu wehrhaft aus und dann kloppen die den wieder komplett kaputt, ey. Das kann aber auch gekommen sein durch den Crash, ne? Diese roten Stellen. Ah, okay. Also ich habe jetzt nicht gesehen, wie die das sieht fast so aus, als ob die den komplett verprügeln, wenn die den da jetzt rausnehmen. Aber, Jonathan, du hast in Amerika aber halt ein höheres Risiko, dass die Leute halt eine Knarre dabei haben, ne? Und wenn das jetzt vielleicht einer ist, der schon vorbestraft ist oder ähnliches, dann, also ich kann das verstehen, dass die dann ein bisschen ruppiger sind und schneller versuchen, dem seine Arme festzustellen, sollte man ihn doch trotzdem bevor nicht der eine blutig Knarre schlagen, oder? rausholt. Was? It was revealed that the car was chock full of methamphetamine and that the driver. Also sie versuchen einfach sehr schnell seine Hände unter Kontrolle zu kriegen. Außerdem hat er gerade einen Autounfall gehabt. Also ich bin da sehr. Ich bin da jetzt gerade mal nicht auf der Seite von dem Meth-Typen, der einfach keinen Gurt an so, ne? gemacht hat. Denke ich auch. Also ich bin auf Seite Polizei auf jeden Fall. Ich bin auf Seite Peter.
Jeder ist gut. Für die Tiere. Ja. Slowest Police Chase ever. Finde ich lustig. Es hat so ein bisschen was von den Simpsons, wo der mit diesem alten Flugzeug wegfliegt. Driver was of course under the influence, and that probably explains why he eventually tried to make a break for it. Number 4. So far on this list, we've seen people try to escape the police on trains, in RVs, and even in other officers' cars. However, one thing we've yet to see and will likely not see for some time is a culprit trying to get away on his longboard. Traffic clutching the longboard, and then came the move worthy of a movie, if only it had worked. For 5 seconds, the suspect tried to skateboard away from officers in hot pursuit on foot. Before all this, man was being pursued by... Ist dem klar, dass Autos schneller fahren als ein Longboard? Ja, für 5 Sekunden. Er hat sich, glaube ich, danach ein neues Auto gegönnt, oder? Ist das jetzt so? Police in a car he'd previously stolen before crashing into the back of another driver's vehicle. Knowing he'd be caught if he did nothing, he did the first thing that came to his mind and tried to carve his name in the history books by attempting his own version of the Great Escape. With that in mind, though, if I were this guy, I probably would have just thrown it away and ran as fast as I could, but then again, regardless of what method he used, there was no escaping the long arm of the law. Police were closing in. Aber er lenkt das Longboard mit. Cut him off and practically pinned Das ist him. immer wichtig. Whoa! Who's that guy? Next time he decides to try to evade the police, I just hope he brings something a little geschaltet. quicker than a longboard as a backup plan. Number 3. In most police chases, people start in a car and end up running on foot, but this chase begins on foot as the criminal was originally caught and was being treated on a stretcher near an ambulance. But right before he was processed and cuffed, he opted to jump up and take the emergency vehicle for a spin. Police shot him 3 times as he reversed and hit 2 officers in uniform. For almost 90 minutes. Ja, und dich getroffen. Ja. Was? Was da los ist, ey. Also, das ist Entertainment für den Abend. Wenn er im Fernsehen kommt. Leads police on a tour of Frankfurt and Cobham Boah, Avenue. nicht so schnell. Hey, hat er gerade Frankfurt Avenue gesagt? Tour Frankfurt? Ja, okay. Side streets around the boulevard. It takes a special kind of person to take an ambulance, you know, vehicle typically used for transporting the sick or injured, and instead use it as a getaway car. Then again, considering he was going to be charged for assault anyway, it makes his desperate attempt at escape seem a little more understandable. But regardless of whatever vehicle he decided to steal, it was bound to need a tow after the chase. For 4 minutes, he tries to get in front of Givarowski. His persistence pays. He flattens a front tire before spinning out. Finally got the right tire, and he still was going. He was down like 15 miles an hour. Yeah, this tow truck driver is definitely a hero for his actions here, because shortly after he popped the guy's front right tire, a spike strip finished the job, making it easy for the police to get the criminal back in custody. And while the chase only went on for like 20 minutes or so, it definitely would have lasted much longer if it weren't for this truck driver showing up to work early. Talk about dedication. Wie ist denn das eigentlich jetzt der Truckdriver, der da jetzt den Reifen kaputt gemacht hat? Der hat ja auch hinten die gesamte Aufhängung verloren. Ja. Wer bezahlt denn das? Gute Frage. Digga, keine Ahnung. Der ist jetzt halt Held, ne? Kriegt er das wieder? Also ich finde das auch, ist das wirklich so gewollt von den Einsatzkräften, dass da Zivilleute sich einmischen? Ich finde das irgendwie so, ich habe immer gelernt, das sollte man nicht machen. Das sollten die Professionals handeln. Aber wenn einer an dir vorbeirennt, dem kannst du mal kurz Beinchen stellen. Ich wollte gerade sagen, wenn einer wegrennt mit einer Handtasche, dann sagst du doch auch nicht, ja, lauf. Welcome to America. Rettungswagen, ja, das ist wahrscheinlich keiner. Okay. Schade. Number 2. Alright, if you can't tell by now, these chases come in all shapes and sizes, but the very last person you ever expect to see behind the wheel... Ja, Bus. Der Bus war wie fand ich auch heftig, vor allen Dingen auch wegen dem Hund. Also der mit dem Longboard, ja komm, also... Nur lustig. Ja, jetzt muss aber richtig Übles kommen. Well, our little kids. In the case of this 7-year-old, he had his first encounter with the law on a bright Sunday morning. Beaver County Sheriff's patrol car as the deputy followed the boy, unaware of just how young that driver was. It was a wild ride, but the little guy never went over 35. And while you can't really tell that it's a der ist nie schneller als 35 gefahren. Ja, wahrscheinlich im ersten Gang, oder was? Nee. Den Automatik. Oh Gott, einfach den ersten Gang richtig quälen. Aber die haben noch Automatikautos. Das Getriebe brennt. Wie geil ist das denn? Am besten fände ich jetzt noch, wenn er sich so halbwegs an die Verkehrsregeln halten würde. Geil. Ja, direkt Führerschein geben. Driving along, it gets a lot easier to see once he pulls up to his family's driveway. They'll never find me under the bed. Lol. Yeah, if I were to categorize the boy's skill as a driver, the kid just ran right inside and told his dad that the cops were outside without giving him literally any context.
So when the officer went ahead and told the dad what his son had been up to before church, she was just as confused as any of us probably would be in that situation. I mean, in all fairness to the kid, when I was young, I remember always wanting to know how it felt to kind of like jump behind the wheel of a car. And while nowadays it's become a regular part of life for most of us, to this 7-year-old, it must have been an exhilarating experience. Geil. I mean, fair play to the kid. Honestly, it's just impressive that he came out of it uninjured and that he actually managed to drive pretty well for being 7. Next time, let's just hope he waits until he's at least 16 before taking his folks' car out for a spin. Okay. Finally coming in at our number 1 spot, we're taking a look across the pond to a pursuit that happened in London, England. Conventionally, if you're trying to escape police custody, aha, guck mal, das sind immer die gleichen, die, ne? Schick. Der ist bestimmt noch tätowiert. Choice would usually be something small and fast, right? Well, for this intoxicated driver, he opted for something with a little more destructive power to go about on his rampage. Ach, du Scheiß, den hältst du nicht auf. Just prior to the north end sort of roundabout. Just freaked out, but the vehicle just drives around. It must start to slip road. Like I mentioned before, our driver here is under the influence, meaning that he likely has no regard for anyone else on the road. With that in mind, you can imagine he's not exactly the most careful when trying to avoid the very cops that are chasing him. Oh. Und da kann mir keiner erzählen, dass man da nicht auf den Reifen schießen darf. Da kannst du schneller. Achso, da ist jetzt wieder gut. He goes on to Okay. hit several other police cruisers along his trail of carnage. You see what I did there? Okay, kind of cringe. Well, anyway, of course, the driver was inevitably caught by police, but not before he caused plenty of damage to all of those police cars who decided to get in the way of his 12-ton dump truck destruction. Thankfully, that was the majority of the damage caused by this. Was? Da sitzen ja wahrscheinlich dann auch noch Polizisten drin, ne? Weiß ich gar nicht. Ist da bei einer Straßensperre nicht irgendwie smart, nicht in dem Auto zu sitzen? Weil, also. Gibt's nicht. Also, ich habe auch Need for Speed früher gespielt. Wo sind denn diese ganzen komischen Krähenfüße? Alter, als ob du in einem normalen Kopfwagen so Wir haben gerade 10 krassesten Most Insane Police Chases. Also bei der Rettungswagen wurde doch mit Krähenfüßen sogar aufgehalten. Nein, das war doch der Ja, und dann haben die gesagt, und das hat's den Spikes dann einfacher gemacht, okay, dann habe ich tatsächlich nicht gehört. Zuhören. Ja, Entschuldigung, dass ich da nicht immer dazugehört habe bei. Ich hab sie nicht gesehen. Ja, das ist richtig. Ja, weiß ich auch gar nicht, ob bei den großen Reifen, wenn du da mit so einem Kleinkaliber Also bei draufballerst, dem machst du gar nichts, der fährt da einfach drüber wahrscheinlich. Also bei den Spikes, ja, glaube ich auch. Insane chase, and fortunately for everyone involved, no one was seriously injured. But hey, click on screen right now to check out this video. Ja, lustige Sachen dabei. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, das waren nicht die krassesten Sachen. Also ich glaube, es gibt noch Sachen, die sind viel heftiger, aber da ist halt niemand bei verletzt worden. Und das finde ich dann eigentlich ganz gut. Das stimmt. Family-friendly Unterhaltung hier, diese Car Chases. Finde ich auch gut. Family-friendly. Man hat ja sogar einen 7-Jährigen gesehen, also da. Oh, den Jungen, der den Bus gefahren ist, war ja auch jung. Ja, bei dem Hund ist mir schon das Herz und Mosi rot. Ja, das war schon das Aufregendste. Ich verstehe das auch, dass der Junge in dem Schulbus einfach Probleme hatte, die Karre zu fahren, weil dieses Lenkrad ist ja so riesig. Und dann bist du da immer. Ja, aber ist da nicht dieser Knauf dran, dass du einfach so rödeln kannst? Ja, aber du musst ja die Koordination und Übung haben, dass das irgendwie. Also, weiß ich nicht. Dann drehst du zu weit, drehst du. Jeder kann Bus fahren, Freunde. Ach, Wie sieht's aus? Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.